Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute besonders gute Laune, denn ich habe mir ein neues Auto gekauft und hole das jetzt gerade ab. Und ich sage aber noch nicht, welches ich mir geholt habe, denn ich will ja ein bisschen Spannung aufbauen. Ich gebe euch nur mal schon einen kleinen Tipp. Es ist kein Sportwagen. Also es ist schon ein sportliches Auto, aber es ist jetzt kein Sportwagen im Sinne von Porsche, Ferrari und Co. Ich habe hier lange nach einem Alltagsauto gesucht und da kamen ein paar Autos in Frage. Ich bin auch ein paar Probe gefahren und ich habe mich auch echt für alles Mögliche interessiert. Also unter anderem stand die Auswahl C63 S-Coupé, Audi RS3, dann hatte ich noch BMW M2 und den Ford Focus RS und Golf GTI oder Golf R. Diese Autos standen zur Auswahl und von ein paar habe ich mich aber wieder schnell im Kopf verabschiedet, denn es hat halt nicht alles so gepasst. Also mir war schon wichtig, dass das Auto eben etwas kompakt ist. Da fiel zum Beispiel schon mal der C63 wieder weg. Der war dann doch letztendlich ein bisschen zu groß. Also nicht falsch verstehen, ich kann auch mit großen Autos fahren, aber ich suche halt was Kleines, Kompaktes, ja, wo aber trotzdem viel reinpasst, weil ich auch eben viel reise, wo ich meine Hunden hinten reinbekomme und ja, ein Viertürer. Viertürer war mir auch wichtig. Ich kann schon mal so viel verraten, C63 ist es nicht geworden. Ja, dann kam ja zum Beispiel auch noch der Ford Focus RS in Frage. Seitdem ich den das letzte Mal über den Bilzerberg gefahren habe, fand ich den unglaublich super. Also das Auto war echt der Hammer, aber einziger Nachteil für mich persönlich war, dass es den halt nur als Schalter gibt. Das ist zwar echt mega spaßig auf dem Track, aber ich fahre jetzt nicht den jeden zweiten Tag über den Track und ich brauche wirklich ein Alltagsauto, womit ich weite Strecken fahren kann. Da ist mir dann doch eine Automatik einfach viel bequemer und ja, dann steht ja nicht mehr so viel zur Auswahl. Ich habe mir saucoole Kennzeichen besorgt und ich bin so froh darüber, diese Kennzeichen bekommen zu haben. Darauf habe ich nämlich ein Jahr gewartet. Aber welche das sind, das seht ihr gleich. Ja, das ist übrigens mein altes Auto. Den lasse ich jetzt hier stehen. Tschüss. War eine olle Raucherbude. Bin froh, dass ich ihn los bin. Aber nicht von mir. Ich rauche ja nicht. War ein Gebrauchtwagen und der Vorbesitzer hat halt viel geraucht und den Rauch bekommt man halt einfach nicht raus. Aber wie ihr seht, ich bin jetzt hier bei einem VW-Autohaus. Könnt ihr es schon erahnen? Ich gehe mal rein. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Da, 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 da. Da ist er. Ja, das ist jetzt mein neues Alltagsauto. Ein Golf GTI Clubsport. Golf 7. Und ja, ich habe mich jetzt für diesen Wagen entschieden, weil ich finde, das ist einfach das perfekte Alltagsauto. Natürlich muss das schon ein bisschen optisch auch besonders aussehen, deswegen war der Clubsport auch eben für mich ja, die beste Wahl. Denn der hat ja nochmal hier mit diesem Heckspoiler und diesen paar Details, diese schwarzen Streifen an der Seite und so, der Diffusor hinten. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen anders wie bei einem normalen GTI. Und ja, ich guck mal gleich, wie der sich so fährt. Ich habe den nämlich selber nur 5 Minuten Probe gefahren. Ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, was dieses Auto so zu bieten hat. Natürlich fahre ich jetzt aber mal gleich über die Autobahn nach Hause, um den mal ordentlich auszutesten. Meine neuen Kennzeichen, die bringe ich jetzt erstmal an. Ich freue mich riesig, dass ich diese Kennzeichen bekomme, weil ich warte da bestimmt seit 1,5 Jahren auf diese Kennzeichen. Sophia Glide 1 oder auch und andersrum gelesen Club Sport oder Supercar. Es gibt verschiedene Varianten. Ja, die bringe ich jetzt erstmal an. Einziges Problem, was ich jetzt gerade mal so auf den ersten Blick schon gesehen habe. Ich habe jetzt hier dieses blöde Ding hier verbaut. Das kriege ich so auf die Schnelle nicht ab. Also nicht meckern, das kommt auf jeden Fall noch weg, das olle Teil. Ich habe mir jetzt aber mal hier solche Spangen geholt. Die sehen so aus. Da kommt eins hier und eins dahin. Die sieht man später nicht mehr. Ich habe nämlich sonst immer meine
Kennzeichen geklebt. Und Problem ist dann halt immer, dass jedes Mal, wenn ich das Auto dann abgemeldet habe oder verkauft habe und ein neues Auto gekauft habe und so, diesen blöden Kleber wieder abzubekommen, war halt echt die Hölle. Deswegen mache ich jetzt mal diese Spangen hier ran und stellt euch das Ganze ohne dieses blöde Plastikteil vor. Das sieht dann halt noch schöner aus. Das ist übrigens mein Lieblingsschraubenzieher. Super Teil. Und das Ganze sieht dann letztendlich so aus. Ich habe hier übrigens noch so Klebestreifen, damit könnte ich jetzt das Kennzeichen festkleben, mache ich jetzt aber noch nicht, weil die kommen ja eh noch mal runter, wenn ich diese Verkleidung hier abmache. Ich klipse das Ganze jetzt einfach so. 1 und 2. Ja, sieht doch gut aus. Das Ganze jetzt noch hinten. So, jetzt gucke ich mal hier rein. Tada! Der ist auf jeden Fall genauso ausgestattet, wie ich ihn haben wollte. Und es war echt schwierig, so einen zu finden. Der hat nämlich, ich mag wirklich keine Ledersitze. Und der hat Gott sei Dank eben diese Teilleder mit dieser Alcantara-Nachbildung und dem Stoff. Und dann hat der DSG-Getriebe. DSG-Getriebe muss, wie gesagt, bei mir sein. Und ja, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem. Sonst weiß ich noch gar nicht, was der so alles hat. Das werde ich so im Laufe der Zeit noch rausfinden. Ja, und ach so, was ich vielleicht auch noch erzählen kann, das Auto ist nicht neu, das ist gebraucht. Ist allerdings erst 10 Monate alt, also es ist ein Jahreswagen und der hat jetzt gerade mal 20.000 Kilometer gelaufen. Ja, was soll ich noch weiter erzählen? Erzählen ist langweilig, lieber fahren, also fahren wir jetzt. Fährt er sich schon ganz gut. Ist halt ein Golf, ne? Also so von der Sitzposition her und so fühle ich mich jetzt eigentlich noch nicht so neu. Ich habe ja gerade einen Golf abgegeben für den hier. Aber das Auto ist natürlich vom Design her schon mal viel stylischer. Es hat einen schwarzen Dachhimmel, finde ich immer sehr schön. Dann diese ganzen roten Akzente hier um den Tacho rum, am Lenkrad hier. Diese, wie sagt man, 12 Uhr Anzeige. Wie nennt man das? 12 Uhr Markierung. 12 Uhr Markierung, genau. Und ja, die Sitze sind sehr bequem. Warum ist es jetzt der GTI Clubsport geworden? Und zwar habe ich, ja, wie gesagt, mich lange damit befasst und war auch immer noch nicht so ganz, wohin soll die Reise gehen? Soll das jetzt ein Alltagsauto werden? Soll es jetzt ein sehr sportliches Alltagsauto werden? Soll es ein Alltagsauto werden, was man halt eben nutzen kann für einen Alltag? Das war halt eben der Sinn. Ne? Also ein Auto, was viel Platz bietet und trotzdem doch noch ein bisschen Sportlichkeit bietet. Also zum Beispiel so ein TT RS hätte ich nichts mit anfangen können, ist halt ein Zweisitzer und ich brauche unbedingt hinten noch eine Rücksitzbank, weil ich habe 2 Hunde, ich habe eine große Hundebox, wo die Hunde dann da reinkommen und das muss alles immer hinten mit ins Auto passen und vor allen Dingen hat man ja auch mal Freunde, die man vielleicht irgendwo mitnimmt. Ich fand zum Beispiel den normalen GTI nie so interessant, weil der halt für mich nicht, ich sag mal, so unterschiedlich aussah im Gegensatz zum normalen Golf 7, den ich jetzt zum Beispiel vorher hatte. Und der Clubsport hat eben diese gewissen Details, die das Ganze nochmal so ein bisschen sportlicher aussehen lassen. Und es musste für mich auch ein weißer sein, weil ich finde, beim weißen Clubsport kommen eben diese ganzen schwarzen Teile, die noch zusätzlich dabei sind, wie eben zum Beispiel der Heckspoiler und dieses ganze an der Seite, diese Clubsportstreifen und so, das kommt da alles noch mal viel besser und sportlicher zur Geltung.
Und das Ganze verlief eigentlich recht unkompliziert. Ich habe mich bis vor 2 Tagen noch gefragt, was soll es denn nun endlich werden? Und irgendwie bin ich aus Jux dann mal darauf gekommen, nach einem Clubsport zu suchen. Hab den hier gefunden, bin am selben Tag noch hin und Wagen gekauft. Jetzt 2 Tage später Wagen abgeholt. Also bis vor 2 Tagen stand noch nicht mal fest, dass ich einen GTI Clubsport haben möchte. Aber jetzt ist er da und ja, freue mich eigentlich über das Auto. Also an dem normalen Golf hatte ich echt keinen Spaß. Das war mein erstes Auto, an dem ich überhaupt keinen Spaß hatte. Also ich hatte zum Beispiel bei meinem vorherigen Golf nicht mal Bock, den sauber zu machen. Ich musste mich schon förmlich dazu zwingen und das ist eigentlich gar nicht meine Art, weil ich eigentlich immer in einem blitzblanken Auto sitze und bei dem Golf 7 war das halt eben so, ja, komm, fahr mal einmal nach 3 Monaten wieder durch die Waschanlage und ja, also ich denke, an dem Clubsport habe ich wieder ein bisschen mehr Spaß zu putzen, weil der sieht ja auch ein bisschen schöner aus. So, wir haben jetzt im GTI hier den Knopf Mode. Wenn ich da drauf drücke, in meiner Schokolade, dann sehen wir hier im Display, kann ich wechseln zwischen Eco, Normal, Sport und Individual. Ich stehe jetzt mal auf Sport, mache mal das Fenster runter. Dann gebe ich mal Gas. Toll, jetzt kommt die Nordseifahrt. Okay, geht ab. Der nimmt das Gas direkt, man merkt sofort, wie der Turbo einsetzt. Und vor allem, was ich euch auch gleich zeigen kann, gibt er so einen richtig schönen Ton beim Schalten von sich. Der macht richtig Spaß. So, Moment. Als Ausgang. So macht man mich glücklich. Schnelles Auto und Schokolade in der Hand. Geiles Teil. Geiles Teil. Also, was kommt als nächstes? Als nächstes brauche ich natürlich ein wiedererkennbares Auto. Und das Auto ist ja jetzt einfach nur weiß. Das ist zu langweilig, da kommt jetzt eine Folie drauf. Ich habe auch schon so ein Design im Kopf. Und das werde ich die nächsten Tage versuchen mal umsetzen zu lassen beim Folierer. Da werde ich natürlich nochmal ein Video drüber machen, ganz klar. Und ja, vielleicht noch ein anderes Fahrwerk, andere Felgen. Die Felgen gefallen mir nicht ganz so. Die sind ein bisschen zu klein, also ein Zoll größer könnten die schon sein. Ich glaube, jetzt sind 18 Zoll drauf. Ja, aber zunächst erstmal die Folie. Das ist jetzt erstmal Punkt 1 auf meiner Liste, den ich jetzt schnellstmöglich abhaken werde. Dann seht ihr demnächst das neue Calate-Mobil rumfahren. Hast du die Schokolade jetzt aufgegessen? Als ob ich die Schokolade nicht aufessen würde. Da freut sich der 83 mit dem neuen Auto und dann hier mit der Schokolade rumhantieren. Oh, Ladies and Gentlemen, jetzt sind wir auf der Autobahn. Und jetzt wird das Auto mal ein bisschen ausgetestet. Soweit ist der Verkehr natürlich erlaubt. Und das Auto ist echt ziemlich hart. Hätte ich nicht gedacht. Hart und fährt halt wirklich sehr straff. Und ich habe auch echt gerade gemerkt, dass ich glaube, so ein Fahrwerk echt was bringt. Also so ein neues Fahrwerk. Und vor allen Dingen, der hat hier so Allwetterreifen drauf. Die sind auch nicht so der Renner. Also die müssen auch definitiv neu. Wir haben natürlich Freitagnachmittag Berufsverkehr. Die Leute fahren jetzt in ihr Wochenende und ja, die Autobahn ist natürlich voll, wie erwartet. In der Zeit, in der ich jetzt hier warte, dass die Autobahn etwas leerer wird,
Machen wir einfach mal einen kleinen Carporn, oder? Oder? Ja. Wäre jetzt auch ein bisschen zu spät, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, weil ich das Auto schon habe. Der Tacho geht übrigens bis 280. Ob der das auch schafft, kann ich jetzt wahrscheinlich heute hier nicht ausprobieren, weil, wie gesagt, der Verkehr ist nicht erlaubt. Aber man wird auch in einer hohen Geschwindigkeit immer noch recht in den Sitz gedrückt, wenn man noch so bei 160 so Gas gibt, dann kommt da auch noch was. Das ist schon mal gut. Ah, da kommt mein Lieblingsschild. Mein Lieblingsschild. So, neuer Tag, neues Glück. Ich hoffe, heute ist der Verkehr ein bisschen besser. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Ich bin jetzt auch schon auf der Autobahn und schalte direkt mal auf den Sportmodus. Man merkt, arbeitet. Ich bin jetzt bei 200, habe gar nicht gemerkt, wie schnell das eigentlich ging. Der GTI Club Sport ist auch deswegen interessant für mich, weil der 45 PS mehr hat als der normale GTI. Der normale GTI hat 220 PS und der hier 265. Zusätzlich haben wir noch etwas mehr Abtrieb mit dem Heckspoiler und das ganze Auto sieht optisch einfach viel sportlicher aus. In der Boost-Funktion, das heißt, wenn ich den Kickdown drücke, hat das Auto übrigens 290 PS. Das muss ich auch noch irgendwann mal ausprobieren, aber nicht heute. Ich danke fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, könnt ihr trotzdem einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!